Du fragst dich, ob die IBM ein gutes Investment für dich selbst ist? Dann bist du hier bei meinem Video genau richtig. Denn IBM ist nicht mehr der langweilige IT-Riese der Vergangenheit, sondern sie investieren gerade massiv in die Quantencomputertechnologie, in KI-Features und haben sich auch stark verschlankt. Und wir schauen uns heute an, ob das Unternehmen ein Investment wert ist, wie die aktuelle Lage aussieht. Wir schauen in die Geschäftszahlen. Wir schauen uns an, wie profitabel sie eigentlich sind, wie sich die Dividenden entwickelt haben und vergleichen zum Schluss auch noch IBM mit Wettbewerbern, die ebenfalls stark in die Quantentechnologie investieren. Und wie immer dient das Video nur zu Informationszwecken und ist keine Anlageempfehlung. Entscheidet also bitte immer selbst, in was ihr investiert und wie ihr euer Geld ausgebt. Vor kurzem kamen ja erst die letzten Geschäftszahlen raus vom Q3-Bericht. Der Umsatz ist um 9% gestiegen und um 16,3 Milliarden US-Dollar hat sich der Gewinn auch stark ins Plus gedreht. Besonders stark ist der Software- und der Cloud-Bereich auch angestiegen. Die haben nämlich zweistellig zugelegt. Auch der freie Cashflow stieg um 15% und IBM hat angekündigt, weiterhin massiv in Quantencomputing auch zu investieren. Und das hat den Kurs dann ganz schön beflügelt. Aber was macht denn eigentlich Quantencomputing jetzt so lukrativ und warum investieren Sie da so viel? Deswegen werfen wir mal einen kurzen Blick, wie das eigentlich so funktioniert und was davon die Vorteile sind. Also Quantencomputing ist die nächste technologische Revolution nach der KI, sagen viele. Und IBM gehört hier tatsächlich zu den Vorreitern und das Ganze funktioniert so, während klassische Computer halt Nullen und Einsen verarbeiten, können Quantencomputer beides gleichzeitig, dank sogenannter Quantum Bits. Dadurch lassen sich halt hochkomplexe Probleme parallel lösen und viel, viel schneller. Etwa in der Chemie, in der Finanzwelt, in der Logistik oder bei der KI. Also mehrere Rechenprozesse können einfach parallel laufen und somit sind Computer wesentlich schneller als herkömmliche Computer. IBM ist hier seit 2016 Pionier mit der IBM Quantum Experience. Da brachte das Unternehmen auch die ersten Quantencomputer in die Cloud. Ja, heute arbeitet IBM mit den supraleitenden Quantum Bits, aktuell auf dem Heron-Chip mit 156 Quantum Bits und plant bis zum Jahr 2030 auch Systeme mit über 10.000 Quantum Bits. Unterstützt wird das Ganze auch noch durch ein komplettes Ökosystem, was sie dort aufbauen aus Hardware, Software und Cloud-Plattform, womit sie damit einzigartig sind, dass sie das so in der Kombination auch anbieten. Zu den Partnern zählen auch schon Schwergewichte wie die NASA, die BASF, Boeing oder auch Daimler. Denn über 30 Milliarden US-Dollar fließen auch aktuell in Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, auch die führende Plattform für Hybrid-Cloud, für KI und Quantencomputing zu werden. Bis sich Quantencomputing so richtig auf dem Markt etabliert hat, das dauert noch eine Runde, aber schon heute verdient IBM den Großteil seines Geldes mit Software. Das sind rund 44% des Umsatzes. Dabei geht es hier um Hybrid-Cloud, um Automatisierungsprojekte, aber auch um künstliche Intelligenz, was dann wiederum die Basis auch für Quantencomputing schaffen soll. Ein Drittel der Umsätze stammt noch aus dem Consulting-Bereich, wo IBM Unternehmen bei Cloud- und KI-Einführung auch unterstützt. Weitere 22% kommen aus dem Infrastrukturbereich mit den bekannten Mainframes. Das läuft ziemlich stabil, aber weniger wachstumsstark im Moment. Und ein kleiner Teil fällt noch auf die Finanzierung. Also insgesamt zeigt sich, IBM ist heute überwiegend ein Softwarekonzern und ein cloudgetriebener Technologiekonzern. Und auch der Vorstand, der zeigt sich auf den weiteren Verlauf des Unternehmens auch sehr optimistisch, denn er sieht IBM hier als klarer Treiber für die reale Produktivitätssteigerung durch KI und auch durch Automatisierung. Ja, und das kam an der Börse dann ganz gut an im letzten Q3-Bericht, denn die Aktie ist regelrecht angesprungen, plus fast 8% an nur einem Tag. Mit über $307 erreichte sie den höchsten Stand des Jahres. Mittlerweile ist sie noch weiter angestiegen. Das sind über 40% seit Jahresbeginn. Also die Anleger sehen schon, das Wachstum ist zurück. Das Unternehmen genießt mehr Vertrauen durch die Anleger und sie liefern endlich wieder Ergebnisse, die auch überzeugen können. Dann schauen wir mal aber so ein bisschen auf die Ist-Situation und auf die Vergangenheit der IBM und auf die Geschäftszahlen. Und zuerst auf die Umsatzentwicklung. Und wenn man hier drauf schaut, sieht das erstmal mau aus auf den ersten Blick und man denkt sich, wieso ist denn dort der Aktienkurs so angestiegen, wenn die Umsätze seit Jahren schrumpfen? Aber man muss dazu sagen, das war gewollt. Das Unternehmen hat nämlich konsequent alte, margenschwache Bereiche auch abgestoßen und die PC-Sparte zum Beispiel und die Serversparte an Lenovo verkauft, die Chipfertigung an Global Foundries und seit 2021 auch die IT-Service-Sparte an Kyndryl verkauft.
Dadurch ist IBM heute viel kleiner geworden. Dadurch sind auch die Umsätze natürlich erstmal zurückgegangen, aber profitabler. Sie möchten sich halt mehr fokussieren auf Zukunftstechnologien wie Software, Cloud, KI und Quantencomputing, da halt ihre Investitionen und ihre Mühen auch reinstecken, um langfristig auch technologischen Fortschritt liefern zu können. Die operative Gewinnmarge liegt bei soliden 17%. Nach Jahren der Schwäche hat IBM hier wieder kräftig aufgeholt und auch die Kapitalrenditen zeigen eine kleine Trendwende. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 22,6%, der ROIC bei 10,4% und der ist auch wieder langsam am Steigen. Auch nachdem die Margen bis zum Jahr 2020 eigentlich immer weiter gesunken sind, sind sie nun wieder kräftig am Zunehmen. Und die operative Gewinnmarge derzeit liegt bei 17%. Ja, wie profitieren wir denn derzeit als Aktionäre von einem Investment in die IBM? Dann schauen wir zuerst mal auf die Dividendenpolitik, denn jahrelang galt IBM eigentlich immer als stabiler Zahler hoher Dividenden. Das Ganze ist jetzt so ein bisschen im Wandel, denn die aktuelle Dividendenrendite liegt nur noch bei 2,4%. In der Vergangenheit waren dort auch schon mal Dividendenrenditen von über 7% die Regel. Das liegt aber halt am starken Kurs und an dem Fokus in Zukunftstechnologien. Seit unglaublichen 29 Jahren wurde die Dividende auch jedes Jahr angehoben. Sie sind damit also auch schon ein Dividendenaristokrat. Allerdings fallen die Steigerungen in der letzten Zeit nicht so hoch aus, denn im letzten Jahr wurde die Dividende nur um 0,6% angehoben auf 6,72 $ je Aktie. Die Ausschüttungsquote liegt bei etwa 61% auf den Gewinn und 52% auf den freien Cashflow. Das liegt noch in einem Rahmen, der einigermaßen gesund ist und mit einem Return on Equity, also mit einer Eigenkapitalrendite von 22,6%, ergibt das dann eine nachhaltige Wachstumsrate von etwa 8,8%. Das heißt, wenn die nicht ausgeschütteten Gewinne zurück ins Eigenkapital fließen, hätte IBM die Chance, jedes Jahr um 8,8% intrinsisch zu wachsen, ohne Fremdkapital aufnehmen zu müssen. Auch bei den Aktienrückkäufen, da hat IBM das Blatt ein wenig gewendet, denn früher wurden viel regelmäßiger eigene Aktien auch zurückgekauft. Das hat den Gewinn pro Aktie dann auch noch zusätzlich erhöht. Heute ist aber Schluss damit, denn die Rückkaufrendite liegt derzeit bei rund 0%, eher sogar ein bisschen drunter. Es gibt eine leichte Verwässerung durch die Ausgabe von Mitarbeiteraktien. Aber trotzdem kann sich der Kurs in den letzten Jahren sehen lassen, denn auf 10 Jahre hat die IBM-Aktie inklusive Dividenden um 168% zugelegt als Total Return. Ohne Dividenden hätten wir 122% reinen Kurswachstum erhalten. Auf 5 Jahre sogar über 200% Total Return. Also in der letzten Zeit ist die Aktie deutlicher gestiegen wie in den Jahren davor. Also wer IBM treu geblieben ist und reinvestiert hat, der wurde schon belohnt durch den Aktienkurs. Dann schauen wir uns mal an, wie solide sie sich eigentlich selbst finanzieren. Eigenkapitalrendite hatten wir ja schon gesehen, aber die Verschuldung ist bei IBM auch nicht gerade gering, denn die Gesamtverschuldung zum EBITDA liegt aktuell bei 4,4, also bei 4,4 Jahren. Also IBM müsste knapp 4,5 Jahre seine aktuellen Gewinne erzielen, um alle Schulden tilgen zu können. Der Trend ist hier auch leicht steigend, was halt zeigt, dass die Verschuldung im Verhältnis zum operativen Gewinn auch zuletzt noch zugenommen hat. Also sie investieren sich auch über Fremdkapital. Gleichzeitig ist aber die Gesamtverschuldung zum Eigenkapital rückläufig, weil auch das Eigenkapital der Aktionäre halt zugenommen hat. Derzeit aber immer noch recht hoch bei 245%, also rund 2,46 $ Schulden pro $1 Eigenkapital. Ist schon im Verhältnis eine recht hohe Verschuldung. Beim Zinsdeckungsgrad, also wie gut IBM seine Zinskosten mit dem EBIT decken könnte, der Wert liegt aktuell bei dem 5,7-fachen. Das ist jetzt auch nicht so besonders hoch, aber auch noch nicht extrem kritisch. Und der Free Cashflow, der zeigt hier auch einen leichten Rückgang, rund 13,2 Milliarden US-Dollar nach einem Hoch im Jahr 2023. Also insgesamt sind sie schon relativ stabil, aber die Kennzahlen zeigen, dass sie sich halt stark über Fremdkapital auch momentan finanzieren, in der Hoffnung, dass das später mal gut ausgeht. Gerade Value-Investoren achten ja auch immer auf den intrinsischen Wert eines Unternehmens, also Buchwert und auch Substanzwert. Und hier zeigt sich auch ein klares Bild, denn der Buchwert je Aktie liegt aktuell bei 29 US-Dollar und der materielle Buchwert, also der Substanzwert, ohne immaterielle Werte wie Patente oder Marken, liegt bei minus 56 $. Also würde IBM alle Vermögenswerte verkaufen und alle Schulden tilgen, blieben auf Substanzbasis theoretisch nichts mehr übrig, im Gegenteil ein rechnerischer Fehlbetrag. Ja, IBM hat halt in den letzten Jahren viel in Software, KI und auch Cloud investiert.
Das sind halt überwiegend auch immaterielle Werte, die auch im Wert dann steigen, aber in der Bilanz nehmen sie dann auch den Raum ein, aber rein physisch ist davon halt nicht viel zu sehen. Das ist eigentlich für so ein KI-Unternehmen und generell für ein IT-Unternehmen jetzt auch gar nicht so kritisch. Man sieht im Chart noch außerdem, dass der Substanzwert im Jahr 2019 nochmal deutlich eingebrochen ist. Das war allerdings der Zeitpunkt der Red Hat-Übernahme. Das heißt, dort haben sie dann wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel bezahlt, deswegen ist der Goodwill gestiegen. Ja, seither bleibt er eigentlich recht tief im Verhältnis, während der Buchwert die Aktie sogar leicht steigt. Also IBM wird sogar buchhalterisch ein bisschen wertvoller. Ja, wie bewerten denn die Aktionäre zurzeit die IBM? Mit einem KGV von 49 erscheinen sie jetzt nicht günstig oder mittlerweile schon knapp über 50, aber Tech-Unternehmen sind in der Regel etwas höher bewertet. Realistischer ist hier der Blick auf den Free Cashflow bzw. der Preis zum Free Cashflow. Der liegt bei 23,6. Das ist ebenfalls noch recht ambitioniert, wenn man IBM jetzt auch mal historisch betrachtet und das vergleicht. Das KBV, also das Kurs-Buchwert-Verhältnis, liegt bei 10,5. Also der Markt, der bewertet IBM schon deutlich über seinem bilanziellen Wert auch. Im Verlauf sehen wir, dass die Bewertungskennzahlen über die letzten Jahre stark geschwankt haben, mit einem Peak im Jahr 2022, als die Gewinne auch kurz eingebrochen waren. Aber heute preist der Markt schon stark die Zukunft ein, also Cloud, KI, Quantencomputing, das ist da klar im Kurs schon mit drin. Das sieht man auch an der Fair-Value-Betrachtung von Investing Pro, denn der aktuelle Aktienkurs liegt ja bei $307, also Stand heute, wo ich das Video aufnehme. Das ist noch deutlich über dem berechneten Fair Value von $247, was verschiedene Berechnungsmodelle hier im Mittel auch erheben. Also die Bewertungsmodelle, egal ob jetzt KGV-basiert, umsatzbasiert oder auch Cashflow-Margen basiert, die kommen alle auf Werte zwischen 220 und $270, was schon auf eine ambitionierte Bewertung auch hindeutet. Die Analysten sehen es ein wenig optimistischer mit einem Durchschnittskursziel von $288, aber sehen das Kursziel immer noch niedriger, als wir aktuell stehen. Also der Markt preist schon sehr viel Zukunft ein, das sieht man auch hier wieder. Ja, IBM hat ja den Anspruch, auch der Marktführer der Zukunft zu werden in der Quantentechnologie. Deswegen vergleichen wir jetzt mal IBM mit anderen Wettbewerbern am Markt, die ebenfalls in diesem Umfeld forschen, entwickeln und sich dort aufstellen möchten. Und IBM ist ja der einzige Anbieter einer vollständigen Plattform, also Hardware, Software und auch Cloud-Zugang, speziell für Unternehmen. Die setzen auf supraleitende Quantum-Bits und bieten auch echte Rechenleistung über die Cloud an. Dann gibt es noch Anbieter wie Google, wie Quantinuum und IonQ. Das sind auch technologische Vorreiter. Sie treiben halt Forschung und Präzision auch voran, aber ihr Fokus liegt halt eher auf die Entwicklung und das Testen von neuen Technologien. IonQ etwa, die arbeiten auch mit sogenannten Ionenfallen. Das ist extrem präzise, aber halt schwer zu skalieren. Microsoft und Amazon, die spielen da auch noch mit. Die bauen zwar keine eigenen Quantencomputer, aber sie dienen hier als Integratoren, also als Plattformanbieter, die die Rechenleistung anderer Firmen in ihrer Cloud dann auch einbinden. Dann gibt es noch Psi-Quantum, Pascal und Rigetti. Das sind Spezialisten, die setzen auf mehr experimentelle Ansätze und fokussieren sich dabei auf spezielle Anwendungen wie mit Photonen oder auch hybride Architekturen. Dann gibt es noch D-Wave. Das ist wieder so ein Sonderfall. Sie nutzen sogenannte Quantum Annealing. Das ist kein universeller Quantencomputer, das ist eher so eine Technologie für Optimierungsaufgaben. Ja. Also unterm Strich ist IBM schon der kommerziell führende Anbieter. Die anderen sind noch sehr stark in ihren Spezialbereichen in Forschung und Entwicklung, aber auch sehr stark engagiert. Und die Zukunft wird zeigen, wer sich hier wirklich auch durchsetzen kann oder wirklich auch Technologien liefert, die in der Zukunft verwendet werden. Da IonQ nochmal so ein Spezialfall ist, will ich dir nochmal kurz erklären. Die setzen ja nicht auf diese supraleitenden Chips wie IBM oder Google, sondern auf ionenbasierte Quantencomputer. Und dabei werden die Ytterbium-Ionen in einer Falle eingefangen und mit Lasern gesteuert. Das macht die Technik also extrem stabil, sie macht sie präziser als andere und sie funktionieren sogar bei Raumtemperatur. Da braucht man also keine aufwendige Kühlung wie bei anderen Quantencomputern. Das macht das Unternehmen hier ein bisschen speziell. Der Nachteil dabei ist allerdings, dass die Systeme auch schwer skalierbar sind. Also diese präzise Lasersteuerung und das gleichzeitige Auslesen vieler Quantum-Bits ist technisch auch unglaublich kompliziert. Und dafür hat IonQ aber eins der elegantesten Konzepte
derzeit auch am Markt. Die vergleichen wir jetzt auch mal mit den Kennzahlen mit IBM. Wenn wir mal auf die operativen Margen zurzeit schauen, dann sieht man halt, dass IBM und Microsoft die einzigen Unternehmen sind, die tatsächlich auch profitabel arbeiten. Klar, weil sie auch andere Geschäftsbereiche schon seit jeher haben, neben der Quantentechnologie. IBM hat eine operative Marge von 17%, Microsoft hingegen sogar bei über 45%. Also Microsoft ist wirklich extrem profitabel. Die reinen Quanten-Startups, IonQ, Rigetti oder D-Wave, die schreiben aktuell noch hohe Verluste, teils auch mit negativen Margen von mehreren 100%. Also die sind noch nicht profitabel mit ihrer Technologie. Das Ganze zieht sich dann so ein bisschen durch hier auf die Kapitalrenditen, denn auch hier führt Microsoft ziemlich deutlich mit einer Eigenkapitalrendite von 33%, ROIC von 26%. IBM liegt noch darunter mit 22,6% Eigenkapitalrendite, 10,4% ROIC. Aber die Quanten-Startups, die sind auch hier noch nicht profitabel. Also die schreiben auch hier noch tiefrote Zahlen mit negativen Renditen von 40-80%, weil sie halt noch massiv in Forschung investieren, aber noch keine nennenswerten Umsätze damit generieren können. Deswegen sind die Profitabilitätsvergleiche jetzt auch gar nicht so sprechend. Wir schauen jetzt lieber nochmal auf die Umsatzanstiege. Denn beim Umsatzwachstum zeigt sich hier ein spannendes Bild. Die jungen Quantenfirmen wie D-Wave, IonQ, die wachsen prozentual am stärksten. D-Wave sogar mit über 120% Wachstum und Prognosen von fast 180%. Das liegt aber auch daran, dass die halt mit einem extrem niedrigen Umsatzniveau auch starten. Die sind halt noch recht neu. IBM und Microsoft, die wachsen moderater, IBM um 3-6%, ungefähr Microsoft um 15%. Also die Startups liefern halt das Wachstum, die Großen aber noch das Geld. Bei den Verschuldungskennzahlen, da ist wirklich so, dass IBM sich hier am stärksten durch Fremdkapital auch finanziert. Mit 245% Gesamtverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital ist das mit Abstand hier die höchste Quote. Die Quanten-Startups IonQ, Rigetti, aber auch D-Wave, die benötigen hingegen so gut wie gar keine Schulden. Sie finanzieren sich halt stark über Aktien und die Ausgabe von neuen Aktien. Microsoft steht mit rund 44% Verschuldung zum Eigenkapital sehr solide da. Bei der Aktienrückkaufrendite zeigt sich halt auch ein klares Bild. Microsoft, die kaufen weiterhin kräftig eigene Aktien zurück, rund 0,4% Rendite durch Rückkäufe. IBM hält sich ja derzeit hier komplett zurück. Und die kleinen Player wie IonQ, Rigetti und D-Wave, die verbessern sogar und finanzieren sich durch die Ausgabe von Aktien, sieht man hier auch nochmal ganz deutlich. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen möchtet und mich auch motivieren möchtet, weitere Videos zu drehen, dann gebt mir doch gerne ein Gefällt mir und abonniert auch schon mal meinen Kanal. Also in IonQ, da sind die Anleger schon sehr optimistisch auch investiert, sieht man hier auf dem Chart, denn seit 2021 hat die IonQ-Aktie um 458% zugelegt. Auch Rigetti und D-Wave, die konnten stark zulegen, weil hier auch der Markt schon viel Hoffnung einpreist, dass sich dort auch eine starke Technologie draus entwickelt. IBM zeigt 207% Total Return Rendite, also inklusive Dividenden. Die kleineren Unternehmen, die neueren Startups, die zahlen ja noch keine Dividende. Ja. Microsoft liegt mit 148% sogar unter IBM, obwohl sie eigentlich momentan noch ein bisschen profitabler sind. Was heißt ein bisschen? Sie sind definitiv profitabler. Langfristig ist Microsoft ein langsamer, aber sehr sicherer Performer. Kurzer Einschub, ich möchte euch auch heute meinen Kooperationspartner Investing.Pro vorstellen, die halt ziemlich viele Möglichkeiten bieten, Aktien zu analysieren. Auch die ProPix KI, die KI-basierte Modelle verwendet, um Aktien zu finden, die Benchmarks outperformen können. Zum Beispiel hier die S&P 500 Samurai-Strategie, die möchte halt den S&P 500 outperformen. Jeden Monat werden neue Aktien durch diese KI gescreent und Aktien identifiziert, die in einem Monat halt besondere Chancen haben, auch die Märkte out zu performen. Jetzt für Oktober war es die Broadcom, Vertex, Defcom, United Health oder auch die Stryker, die ich jetzt auch in meinem Portfolio habe. Und bei Stryker wird zum Beispiel auch prognostiziert, dass starkes Wachstum entsteht durch die Führungsposition auch in der Roboterchirurgie. Neben den ProPix KI-Modellen kann man sich auch die Charts anschauen zu verschiedenen Unternehmen, zum Beispiel die Dividendenrendite von Apple. Dann gibt es noch Rowan AI, eine KI-Lösung, um einfach in der Finanzwelt die KI zu befragen und dort schon gleich Finanzantworten auch zu erhalten. Das Tool nutze ich auch selber immer für meine Analysen. Deswegen kann ich es auch uneingeschränkt empfehlen. Schaut gern mal rein. Ich habe euch den Link dazu auch unten in den ersten Kommentar gepackt und auch in meine Videobeschreibung. Und über meinen Link bekommt ihr auch noch 15% Rabatt zusätzlich zu anderen Rabatten.
Wie sind sie denn im Verhältnis zu ihrem Fair Value eigentlich bewertet? Ja, sowohl bei IBM, aber auch bei IonQ liegt der aktuelle Kurs über dem fairen Wert, also sind beide überbewertet. Rigetti und D-Wave, die sind laut Modellen auch klar überhitzt. Da ist schon sehr viel Zukunftsfantasie auch drin. Nur Microsoft hat laut Analysten noch rund 20% Aufwärtspotenzial und gilt damit als die attraktivste Aktie im Verhältnis zu den momentanen Fundamentaldaten. Und bei IonQ, da sehen auch die Analysten noch ein kleines Aufwärtspotenzial. Ja, lohnt sich jetzt ein Investment in die IBM-Aktie? Wie immer, jein. Also ich finde das Unternehmen sehr spannend und auch die aktuelle Ausrichtung auf Zukunftstechnologien, die gefällt mir hier sehr gut. Kombiniert mit einer langen auch Historie im ganzen IT-Markt. Sie fokussieren sich gerade stark. Sie zahlen Dividende von 2,4% momentan. Auch für Dividendenanleger ist das jetzt kein No-Go. Also wer auf die Quantentechnologie auch setzen will und trotzdem ein bisschen Stabilität im Portfolio möchte, der könnte bei IBM jetzt wirklich einen spannenden Kandidat auch finden. Ja, der aktuelle Kurs ist natürlich ein wenig überambitioniert, aber vielleicht gibt es ja mal irgendwann einen Rücksetzer, dass wir dort nochmal zuschlagen können. Ich bin selbst nicht investiert, aber das Unternehmen gefällt mir mittlerweile auch sehr gut, klar durch den starken Fokus jetzt auch auf Zukunftstechnologien. Und ich überlege auch, ob ich hier mal langfristig eine Position auch aufbaue. Aber aktuell würde ich jetzt kein Einmal-Invest tätigen, weil der Kurs gerade zu stark schon angesprungen ist. Irgendwann gibt es da garantiert mal wieder einen kleinen Rücksetzer oder man fängt dann an mit einem Sparplan oder irgendwas. Aber insgesamt finde ich schon, dass IBM auch ein spannendes Investment sein könnte für die Zukunft. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und ciao, ciao.